Ein Magazinraum in Süddänemark. Zwischen den Regalen des Museums von Gram steht eine Kiste, die seit einem Umzug in den 80er Jahren als verschollen gilt. 4 Jahrzehnte lang hat niemand hineingesehen. Als eine Konservatorin sie öffnet, liegen darin Wirbel. Versteinerte Rückenwirbel, der größte von ihnen 23 Zentimeter im Durchmesser. Das ist nicht nur der größte Haiwirbel, der je gefunden wurde, es ist der größte Wirbel eines Fisches überhaupt, den die Wissenschaft kennt. Und er gehört zu dem berühmtesten Raubtier, das je durch ein Meer geschwommen ist. Megalodon. Jeder kennt dieses Tier, jeder hat sein Bild im Kopf. Ein weißer Hai, aufgeblasen auf die Länge eines Busses, ein Maul wie ein Garagentor. Und genau hier beginnt das Problem dieser Folge. Denn dieses Tier hat nie ein Mensch gesehen. Es gibt kein Skelett von ihm, keinen Abdruck, keinen Körper. Jedes Bild von Megalodon, das du je gesehen hast, ist eine Rekonstruktion. Und die neuesten Messungen sagen, diese Rekonstruktion war falsch. Nicht in einem Detail, in der Grundannahme. Diese Folge erzählt, wie die Wissenschaft mehr als 100 Jahre lang das falsche Tier gezeichnet hat, warum der Irrtum so lange gehalten hat und wie ausgerechnet eine falsch einsortierte Kiste aus Dänemark dabei half, ihn zu beenden. Um zu verstehen, wie dieser Irrtum entstehen konnte, muss man dorthin zurück, wo alles Wissen über Megalodon herkommt. Zu den Zähnen. Sie werden seit Jahrhunderten gefunden. An Küsten, in Steinbrüchen, auf Äckern. Dreieckig, gezackt, größer als eine Männerhand. Die größten messen über 17 Zentimeter. Im Mittelalter und in der Renaissance hielt man sie für versteinerte Zungen von Schlangen und Brachen. Man nannte sie Zungensteine, fasste sie in Gold, trug sie als Amulett und tauchte sie in Wein, weil sie angeblich Gift unschädlich machten. Apotheker verkauften sie, Fürsten sammelten sie. Ein Naturwunder mit eingebautem Geschäftsmodell. Erst 1667 sezierte ein Anatom den Kopf eines riesigen weißen Hais, den Fischer vor der toskanischen Küste angelandet hatten, verglich dessen Zähne mit den Zungensteinen und sprach aus, was danach nicht mehr zu übersehen war. Das sind keine Zungen, das sind Haizähne. Nur eben von Haien, die niemand mehr zu Gesicht bekommt. Der Mann hieß Niels Stensen und er war Däne. Merkt ihr das Land, es kommt am Ende dieser Geschichte zurück. Von diesem Tag an hatte die Wissenschaft ein Tier, das nur aus Zähnen bestand. Und sie tat das Naheliegende. Sie borgte sich den Rest des Körpers bei dem Tier, dessen Zähne den Fossilen am ähnlichsten sahen. 1909 baute das amerikanische Naturkundemuseum in New York das erste berühmte Megalodon-Gebiss. So groß, dass sich mehrere Männer für ein Foto hineinsetzen konnten. Das Bild ging um die Welt. Heute weiß man, diese Rekonstruktion war deutlich zu groß geraten, die Kiefer zu breit gebaut, jeder Zahn so gewaltig angesetzt wie der allergrößte. Aber das Foto war stärker als jede spätere Korrektur. Das Bild vom monströsen Riesenweißhai war geboren. Und Hollywood hat es nie wieder hergegeben. Lag die Frage, warum über das berühmteste Meerestier der Erdgeschichte so lange ein ungeprüftes Bild bestehen konnte? Die Antwort liegt im Baumaterial. Das Skelett eines Hais besteht nicht aus Knochen, sondern aus Knorpel. Und Knorpel verrottet. Was von einem Hai übrig bleibt, sind fast immer nur die Zähne. Denn Zahnschmelz ist das härteste Material, das ein Wirbeltierkörper herstellen kann. Dazu kommt ein Mechanismus, der die Fundlage komplett verzerrt. Haie wechseln ihre Zähne das ganze Leben lang. Ein einziges Tier produziert im Lauf der Jahrzehnte Zehntausende davon und verliert sie über den halben Ozean verteilt. Deshalb ist die Welt voller Megalodon-Zähne und leer an Megalodon-Körpern. Von diesem Tier existiert bis heute kein einziges Skelett. Keine Flosse, kein Schädel, keine Silhouette. Die eine große Ausnahme liegt in Belgien. In den 1860er Jahren stießen Arbeiter bei Antwerpen auf eine versteinerte Wirbelsäule, rund 140 Wirbel eines einzigen Tieres. Bis heute ist das der vollständigste Megalodon-Fund der Welt. Aus dieser einen Säule leitete die Forschung ihren Maßstab ab, gut 16 Meter. Und alles andere an dem Tier, den Kopf, die Flossen, die Proportionen, die gesamte Gestalt, übernahm man vom weißen Hai
und skalierte es hoch. Man muss sich das in aller Ruhe klar machen. Jede Dokumentation, jedes Kinoplakat, jedes Museumsmodell zeigt im Kern denselben Kunstgriff. Einen weißen Hai, den jemand am Kopierer auf 400% gestellt hat. Das war keine Schlamperei. Es gab schlicht nichts Besseres. Aber es blieb ein Jahrhundert lang unprüfbar. Und eine Annahme, die man nicht prüfen kann, sieht mit jedem Jahrzehnt ein bisschen mehr wie eine Tatsache aus. Wie fest dieses Bild saß, zeigt ausgerechnet sein letzter großer Auftritt. Vor wenigen Jahren rechnete ein Forscherteam das alte Modell in voller Pracht durch, als dreidimensionale Rekonstruktion auf Basis der belgischen Wirbelsäule und der Proportionen des weißen Hais. Heraus kam ein Koloss von 16 Metern und über 60 Tonnen, mit einem Magen von 10.000 Litern Volumen. Ein Tier, das ein Raubtier von Orca-Größe in wenigen Bissen hätte zerlegen können. Das Modell rechnete sogar aus, dass ein solches Tier mit seinen Fettreserven ganze Ozeane hätte durchqueren können, wochenlang, ohne ein einziges Mal zu fressen. Die Zahlen gingen durch sämtliche Schlagzeilen und sie stammten aus sauberer Arbeit, das muss man dazu sagen. Nur stand die ganze Rechnung auf einer einzigen geerbten Annahme: dass Megalodon gebaut war wie ein weißer Hai. Es war der Höhepunkt des alten Bildes. Und es war sein letzter, unbeschwerter Moment. Denn die ersten Risse kamen nicht von einem neuen Fossil. Sie kamen aus dem Labor. 2022 las ein Team um den Geochemiker Jeremy McCormack aus fossilem Zahnschmelz etwas heraus, das lange als unlesbar galt: die Position eines Tieres in der Nahrungskette. Das Prinzip dahinter ist verblüffend einfach. Zink kommt in zwei Varianten vor, einer schwereren und einer leichteren, und ihr Verhältnis verschiebt sich mit jeder Stufe, die ein Tier in der Nahrungskette aufsteigt. Der Zahnschmelz konserviert dieses Verhältnis über Millionen Jahre. Die Messung ergab etwas Unbequemes. Im frühen Pliozän fraßen die ersten weißen Haie auf demselben trophischen Niveau wie Megalodon. Robben, Delfine, kleine Wale, dieselbe Speisekarte. Der kleine Neuling saß am Tisch des Riesen. Und zwar nicht am Katzentisch, sondern am selben Teller. Ein Jahr später folgte der nächste Befund, diesmal aus der Isotopenchemie der Zähne selbst. Megalodon war kein gewöhnlicher Fisch mit Umgebungstemperatur. Sein Körper hielt sich auf rund 27 Grad, mindestens 7 Grad wärmer als das Wasser um ihn herum. Er war teilwarmblütig, so wie heute Thunfische und eben der weiße Hai, nur in einer völlig anderen Größenordnung. Und Warmblut hat einen Preis. Wer seinen Körper rund um die Uhr heizt, muss essen, ständig und in Mengen. Ein beheizter Koloss von über 60 Tonnen, gebaut in der gedrungenen Form des weißen Hais, mit deren gewaltigem Wasserwiderstand jeden Tag auf Beutezug. Diese Energierechnung wollte nicht mehr aufgehen. Je genauer die Werkzeuge wurden, desto lauter stellten die Formeln dieselbe Frage: Kann ein Körper mit diesen Proportionen überhaupt so groß werden und satt bleiben? Die Antwort, die sich anbahnte, war unbequemer als jede einzelne Zahl. Vielleicht war nicht die Rechnung falsch. Vielleicht war es der Körper. 2024 machte ein Team um Philip Sternes und Kenshu Shimada dann das, was in 100 Jahren niemand gemacht hatte. Sie prüften die Grundannahme selbst. Sie legten einen echten weißen Hai in einen Computertomographen und vermaßen seine Wirbelsäule Wirbel für Wirbel vom Kopf bis zum Schwanz. Dann verglichen sie die Proportionen mit der alten Säule aus Antwerpen und es passte nicht. Die belgische Wirbelsäule ist zu lang für den Rumpf eines weißen Hais. Skaliert man einen weißen Hai so hoch, dass seine Wirbelsäule diese Länge erreicht, entsteht ein Tier, dessen Maße vorn und hinten nicht zusammengehen. Die Schlussfolgerung stand nach über einem Jahrhundert plötzlich schwarz auf weiß in einem Fachjournal. Megalodon war kein aufgeblasener weißer Hai. Er war schlanker, gestreckter, ein anderes Tier. Und im Grunde hatte sich das angekündigt, denn die Stammbaumforschung hatte die beiden da längst getrennt. Megalodon gehörte zu einer eigenen, heute komplett ausgestorbenen Haifamilie, den Otodontiden.
Der weiße Hai dagegen stammt aus der Verwandtschaft der Mako-Haie. Die beiden sind nicht Vorfahre und Nachfahre, nicht einmal nahe Vettern. Dass ihre Zähne sich so ähnlich sehen, liegt schlicht daran, dass beide dasselbe Handwerk ausübten: große, fette Beute zerteilen. Wir hatten den Körper des Tieres also ausgerechnet von einem Fremden abgepaust, nur weil sein Werkzeug ähnlich aussah. Ein Jahr später kam die Neuvermessung, diesmal mit 28 Fachleuten aus aller Welt. Sie nahmen sämtliche bekannten Megalodon-Wirbel neu auf und verglichen sie mit den Körperproportionen von 165 lebenden und ausgestorbenen Haiarten. Aus alledem zeichneten sie Megalodon zum ersten Mal von Grund auf neu, statt ihn von einem anderen Tier abzupausen. Das Ergebnis ähnelt in seinen Proportionen eher einem gewaltigen Zitronenhai als einem weißen Hai. Langgestreckt, geschmeidig, auf Effizienz gebaut. Mögliche Länge? Bis zu 24 Meter. Das sind 2 Reisebusse hintereinander. Gewicht? Um die 94 Tonnen. Und dann die Zahl, die das alte Bild endgültig beerdigt. Aus der Form der versteinerten Hautschuppen errechnete das Team die Reisegeschwindigkeit dieses Tieres. Gut 2 bis 3,5 Kilometer pro Stunde. Das ist Schrittgeschwindigkeit. Das gefürchtetste Raubtier der Meeresgeschichte war im Alltag langsamer unterwegs als ein Mensch beim Spazierengehen. Das klingt nach einer Entthronung. Aber es ist das Gegenteil. Denn genau hier liegt der Schlüssel. Die Physik erlaubt Riesen im Meer nur in einer Bauform: der schlanken. Bei einem gedrungenen Körper wächst der Wasserwiderstand mit der Größe schneller, als die Muskulatur mithalten kann. Ein weißer Hai von 20 Metern wäre ein Kraftpaket, das an seiner eigenen Form scheitert. Jeder Flossenschlag zu teuer, jede Jagd ein Verlustgeschäft. Ein gestreckter Riese dagegen gleitet. Blauwal und Walhai machen es bis heute vor. Die größten Tiere der Meere sind allesamt Langstreckengleiter. Megalodon konnte überhaupt nur deshalb Megalodon werden, weil er nicht aussah wie das Monster aus dem Kino. Und die Wirbel, auf denen die neue Obergrenze von 24 Metern steht, das sind die aus der Kiste. Gefunden wurden sie schon Ende der 70er Jahre in einer Tongrube bei Gram in Süddänemark, ausgerechnet im Land von Niels Stensen, dem Mann, der 300 Jahre zuvor erkannt hatte, was die Zungensteine wirklich sind. Dann kam der Museumsumzug, die Kiste wurde falsch einsortiert und die größten Fischwirbel der Welt standen über 30 Jahre lang unbeachtet in einem Regal, während draußen ganze Kinofilme über ihr Tier gedreht wurden. Erst ihre Wiederentdeckung machte die Neuvermessung komplett. Denn dieser eine Wirbelsatz sprengt alles, was aus Belgien bekannt war. Und die Kiste hatte noch mehr zu erzählen. In Haiwirbeln liegen Wachstumsringe, ganz wie in einem Baumstamm, und sie lassen sich zählen. Dieses eine Tier war bei seinem Tod mindestens 64 Jahre alt. Hochgerechnet könnte seine Art an die 96 Jahre erreicht haben. Ein Raubtier mit der Lebensspanne eines Menschen. Dazwischen fand sich etwas, das es in der gesamten Megalodon-Forschung noch nie gegeben hat. Die Reste einer letzten Mahlzeit. Zwischen den Wirbeln lagen Überreste eines Riesenhais, eines Planktonfressers von bis zu 10 Metern Länge. Es ist der erste Mageninhalt eines Megalodon, der je dokumentiert wurde. Und er passt auffällig schlecht zum rasenden Killer aus dem Film, aber auffällig gut zum neuen Tier. Ein Riese im Schritttempo, der ganze Meeresbecken abstreift, seine Wärme und seine Kraft einteilt und zuschlägt, wo sich Gelegenheit bietet. Ob das nun ein fetter Kleinwal ist oder ein träger Filtrierer von der Größe eines Busses. Kein Sprinter, ein Langstreckenjäger, dem kaum etwas entkommen musste, weil er einfach überall war. Die Bissspuren auf fossilen Walknochen von mehreren Kontinenten erzählen von demselben Tier. Bleibt die letzte Frage: Wie stirbt so ein Tier? Nicht über Nacht und nicht durch eine Katastrophe. Megalodons Ende sieht nach heutigem Stand aus wie eine Rechnung, in der sich 3 Posten summieren. Der erste ist das Klima.
Im Pliozän kühlen die Ozeane ab, der Meeresspiegel fällt und die flachen, warmen Küstenmeere schrumpfen. Genau die Gewässer, in denen Megalodon nachweislich seine Kinderstuben hatte. Der zweite Posten ist die Beute. Denn viele der kleinen, fetten Wale, von denen er lebte, verschwinden in dieser Zeit oder weichen in kalte Randmeere aus, wo jeder Beutezug für einen beheizten Riesen teurer wird. Und der dritte Posten sitzt am selben Teller. Der echte weiße Hai. Klein, sparsam, anpassungsfähig und, das zeigen die Zinkwerte, ein direkter Konkurrent um dieselbe Nahrung. Vor rund 3,5 Millionen Jahren enden die Zahnfunde weltweit. Der größte Räuberfisch, den dieser Planet je hervorgebracht hat, verschwindet leise, ohne Knall, ohne Meteorit. Und erst mit der neuen Geschichte sieht man die ganze Ironie. Mehr als 1 Jahrhundert lang haben wir Megalodon als überdimensionierten weißen Hai gezeichnet. Dabei war der weiße Hai nie seine Vorlage. Er war womöglich sein Totengräber. Was bleibt also von diesem Tier? Ein paar Schubladen voller Zähne, verstreut über die Museen der Welt. Eine Wirbelsäule in Belgien. Ein Wirbelsatz in Dänemark mit der letzten Mahlzeit gleich dazu. Mehr nicht. Und doch hat sich aus diesem Bestand das Bild des Tieres jetzt zum 3. Mal komplett gewandelt. Erst waren seine Zähne Drachenzungen. Dann war er ein monströser weißer Hai in Übergröße. Heute ist er ein schlanker, warmblütiger Riese im Schritttempo mit der Lebensspanne eines Menschen. Und auch dieses Bild ist eine Hypothese. Die beste, die der Fossilbestand derzeit hergibt. Gestützt von Wirbeln, Isotopen und Physik, aber eine Hypothese. Vielleicht liegt der Fund, der sie kippt, längst irgendwo. In einer Tongrube, unter einem Acker oder in einer Kiste, die bei irgendeinem Umzug falsch einsortiert wurde und seit Jahrzehnten darauf wartet, dass jemand sie öffnet. Das Meer hat uns von seinem größten Raubtier nur die Zähne gelassen. Den Rest müssen wir ehrlich dazu denken. Und ehrlich heißt, bereit sein, das Bild wieder einzustampfen, wenn die nächste Kiste aufgeht.